Guten Morgen zu einem neuen Video. Erstmal einen Kaffee. Heute ist Tag der Abreise und ja, es ist gerade noch 7:30 Uhr, glaube ich. Seit einer halben Stunde ist der Strom weg wieder. Also in den letzten Tagen hatten wir mehrfach stundenweise oder mehrere Stunden Stromausfall und so auch heute. In 3 Stunden geht es los zum Flughafen. Wir werden jetzt noch mal eine kurze Runde machen zu den anderen Häusern der Familie und uns da verabschieden. Und dann kehren wir wieder hierher, bereiten soweit alles vor und dann geht's los. Und dann nehmen wir euch mit. Ja, wir haben uns jetzt von meinem Vater verabschiedet und vom Vater von meiner Frau und auch die Großeltern ihrer Seite. Wobei der Vater nachher nochmal vorbeikommt, wenn wir dann losfahren. Und die Oma hat uns noch Turrón de Coco gemacht. Die nehmen wir mit, weil die sind noch sehr heiß. Und die essen wir dann in Deutschland. Wir sind jetzt hier am Flughafen und in einer Stunde beginnt das Check-in. Und deswegen ja, sind wir jetzt hier gerade noch so draußen. Während der Pandemie wurde hier draußen so eine Wartezone aufgebaut und das ist eigentlich ganz schön, weil es halt so bietet Schatten, ist halt luftig und ist halt nicht so stickig wie sonst. So, von daher gucken wir mal. Wir hatten uns heute Morgen erst von allen soweit verabschiedet. Jetzt noch von meiner Frau die Mutter dabei und ihr Onkel hat uns halt auch gefahren, ist ja mit dem Moskowitsch. Und ja, jetzt geht's dann bald los. Ich bin gespannt. Ach so, übrigens, warum überhaupt gespannt? Vor ein paar Tagen hat mich eine Mail erreicht von Condor, dass der Flug nicht von Condor selbst durchgeführt wird, sondern von Vamos Air. Vorher noch nie von gehört und ja, anscheinend wurden die Flugzeuge soweit ausgetauscht, beziehungsweise Vamos Air beauftragt, weil Condor die Strecke wohl gerade selber nicht bedienen kann. Und was man bisher so im Internet gelesen hat, war jetzt nicht so positiv. Lassen wir uns mal überraschen, wie es ist. Soll wohl ohne Entertainment-System sein, also dass man keinen eigenen Bildschirm oder was hat. Die Sitze sollen weitaus enger sein. Na, gucken wir mal. Ich lasse mich überraschen und ich zeige es euch dann. So, wir sind jetzt im Wartesaal, quasi durch die Passkontrolle, durch den Check-in durch. Ja, und jetzt haben wir noch so 1,5 Stunden Zeit, beziehungsweise eine Dreiviertelstunde müsste eigentlich schon das Boarding starten. Gucken wir mal. Ja, soweit hat erstmal alles gut funktioniert hier. Relativ lange gedauert. Also beim Check-in haben wir über eine Stunde fast gebraucht und das war jetzt, also es waren vielleicht 20 Leute vor uns, ne? Also sehr langsam. Aber gut, so ist es halt. Und ja, jetzt geht's bald los und mal gucken, wie es mit Vamos Air ist. Vamos mit Vamos Air.
Wir sind jetzt im Flugzeug und sind wohl 100 freie Plätze, deswegen konnten wir uns ein bisschen aufteilen. Und wir haben jetzt eine Dreierreihe für uns. Das ist auch was Feines. Wir haben zwar kein Entertainment-System, aber immerhin ein bisschen mehr Platz. Wie scheint, gibt es ja doch ein Entertainment-Paket, aber man muss sein Handy benutzen. Wir sind in Berlin. In Frankfurt hatten wir gar nicht so viel Zeit, weil die Passkontrolle hat sich ewig hingezogen und ja, dann halt noch durch die Personenkontrolle, denn wir sind gerade am Gate angekommen, da mussten wir auch schon rein, also da war nicht viel Zeit. Gut, aber wir sind angekommen und jetzt sind wir hier wieder in Berlin, jetzt geht's nach Hause, wir holen unser Auto. Ja, und damit beende ich vorerst das Video. Zum Thema Vamos Air, Condor werde ich mich entweder jetzt gleich im Anschluss nochmal, wenn ich zu Hause bin, äußern. Das kommt dann halt im Video hinterher. Oder ich mache nochmal ein separates Video dazu. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Je nachdem werde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Ach, ein bisschen Haut. So ist es halt. Ich war erkältet. Also, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, lasst gerne einen Daumen da und Kommentar und gerne auch abonnieren, sofern ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, aber an Themen rund um Kuba interessiert seid. Danke euch. Ja, ansonsten bis dahin. Ciao.